Über 100 Jahre haben die Steine Regen, Wind und Kälte getrotzt. Nun muss die Sandsteinfassade erneuert werden. Es ist eine große Genugtuung, einfach für den Erhalt von so einem Gebäude auch einen Teil beitragen zu dürfen. Am Ende, wenn man dann sieht, und das ist ja das Schöne an meinem Beruf, ich sehe ja das Ergebnis meiner Arbeit direkt. Einige Teile müssen komplett ersetzt werden. Die meisten Stellen will Tobias Huber mit seinem Team von Hand vor Ort bearbeiten. Die ehemalige Unternehmervilla steht seit der Gründerzeit, also seit ca. 1890, im badischen Oberachern. Unter anderem haben Forst und Rost den Steinen zugesetzt. Manches ist mit bloßem Auge nicht erkennbar. Ich nehme jetzt erst mit der Kamera grob die Fassadenteile auf, wo ich vermute, dass sie kaputt sind. Und schaue mir die dann im Teleobjektiv nochmal genauer an und trage gleichzeitig hier in meine Karte ein, wo diese Schäden sind, damit ich dann nachher, wenn das Gerüst steht, auch weiß, wo ich die wieder finde. Also der erste Eindruck trügt meistens dann doch, weil ich sage dann immer gerne, wenn Sie mal 100 Jahre im Freien stehen, sehen Sie ja auch nicht mehr so frisch aus. Und das gilt leider für solche Gebäude aus der Gründerzeit halt auch. Oftmals ist es so, dass der Sandstein halt nach 100, 120 Jahren halt dann deutliche Schäden zeigt. Aufgrund der Witterungseinflüsse, Frost, dann auch Korrosion und natürlich auch die Zeit, der Zahn der Zeit. Zum Teil haben wir auch Kriegseinwirkungen, die man noch am Gebäude sieht. Und dann wird es halt wieder Zeit, dass man sich darum kümmert. Und dafür sind wir da. Lose, fest. Auch lose. Die passt noch einigermaßen, aber es ist auch schon lose. Und die hier, der hat sich halt auch schon das Material rausgearbeitet. Da müssen wir vielleicht sogar ein bisschen was einsetzen und dass das Wasser nicht mehr reinläuft. Der Balkon und sein Geländer, die Balustrade, die Südseite scheint in Ordnung zu sein. Wie sieht es mit der Wetterseite, der Westseite aus? Am Klang erkennt Tobias Huber, ob der Sandstein noch tragfähig ist. Alles kaputt. Dieser Schaden, das ist jetzt Kategorie Gefahr im Verzug. Also das sind jetzt Brüche, die sind durch die Auflast, durch das Eigengewicht von der Abdeckung entstanden. Und wenn ich da ein paar Mal kräftig drücke oder dagegen klopfe, dann liegt da unten der Stein und wahrscheinlich die Hälfte von der Zier. So darf man den Balkon nicht mehr betreten. Ja. Und man sieht ja, das ist so zerstört. Das kann ich nicht restaurieren. Das Teil muss ersetzt werden. Sandstein ist ein Sedimentstein, also ein Stein, der in verschiedenen Schichten aufgebaut ist und nicht sehr hart ist. Es lagern sich gerne Flechten und Moose auf ihm ab. Bei der Entstehung in grauer Vorzeit können sich bei der Ablagerung sogenannte Fügefehler eingeschlichen haben, die ihn heute blättrig werden lassen. Er geht dann auf, sagt der Fachmann, wie ein Blätterteig oder ein Buch. Sie hören, da ist hohl. Ist alles hohl. Das heißt, der Stein hat sich von seinem Untergrund gelöst an der Stelle. Ich habe eine komplette Schale in dem Bereich. Man sieht es hier am Riss. Das bewegt sich auch, wenn Sie genau hinschauen. Oder auch hier. Der Stein hat eine gewisse Elastizität und der gibt hier nach. Gerade auch bei bestimmten Denkmale kommt es auch vor, dass da wirklich auch spannende Geschichten dahinter stecken. Und viele in der Umgebung oder die Anwohner sind oder auch aus der Gemeinde oder so, die sich auch mit Geschichte befassen, erzählen einem dann auch interessante Sachen. Und das bereichert einem und bereichert auch die Arbeit. Die Villa wurde als Wohnhaus für den Besitzer der Hanfwerke Oberachern gebaut. Heute dient sie als Bürogebäude des umliegenden Sägewerks.
Da mit bloßem Auge nicht zuverlässig erkennbar ist, ob die Fugen dicht sind, müssen die bestehenden vollständig ausgearbeitet werden, da bei Undichtigkeiten Wasser in die Fassade dringen kann. Außerdem sind alle Eisenteile vollständig zu beseitigen. Also da sieht man jetzt sehr schön, dass es eigentlich notwendig ist, das Eisen rauszunehmen. Wenn man mal genau hinschaut, dann sieht man hier diese sternförmig von dem Eisen ausgehenden Risse. Und das kommt von der Korrosion. Also der rostet im Stein und der Rost braucht mehr Platz und der sprengt früher oder später den Stein. Und das ist der Grund, warum wir alle Eisen im Naturstein ohne Funktion rausmachen. Und da ist es jetzt eben so, dass ich das ausbohre, um zu verhindern, dass diese Risse weitergehen. Also der Bohrer ist jetzt eigentlich fertig. Man sieht ja, die Spitze fehlt, aber gerade der ist zum Ausbohren gut geeignet, weil er ganz schonend in das Sandsteinmaterial auch reingleitet, wenn man so will. Am Ende haben die Steinmetze um die 100 Eisenteile am Haus entfernt. Im nächsten Arbeitsgang werden schadhafte Sandsteine wie diese Fensterbank demontiert. Eine Arbeit mit viel Dreck und Staub. Andere Bauteile werden durch ein spezielles Verfahren gerettet und müssen nicht entfernt werden, wie zum Beispiel diese Fensterbank. Also hier werden jetzt sogenannte Vernadelungen eingebracht. Das muss vor der Reinigung passieren, weil wenn ich jetzt hier mit dem Hochdruckreiniger oder mit einem Dampfstrahlgerät, muss man sagen, draufgehe, dann könnte es passieren, dass mir der Druck das hier abschießt. Das heißt, wir müssen die Sicherungen vorher machen. Und hier werden jetzt zunächst Bohrungen eingebracht, das sieht man hier ja schön. Dann wird ein 2-Komponenten Injektionsharz eingebracht. Dann kommt ein kleiner Edelstahlstab rein. Der bleibt dann etwa 1 Zentimeter hinter der Oberfläche und dann wird die Stelle mit einem farblich passenden Restauriermörtel verschlossen und anschließend überarbeitet. Das heißt, ich habe dann nachher die Stelle gesichert. Ich konnte das Originalmaterial erhalten und habe aber sichergestellt, dass nichts mehr runterfallen kann oder da irgendwie eine Verkehrssicherheit wiederhergestellt wird. Nun kann die Fassade gereinigt werden. Der Dreck der letzten 100 Jahre muss weg. Erst dann können die Fachleute sehen, ob sich unter Moos und Flechten noch schadhafte Stellen verbergen. Die Bauteile, die ersetzt werden müssen, werden in der Werkstatt durch Mitarbeiter Andreas Müller hergestellt. Es beginnt mit dem Zusägen des Steins. Mit der Brückensäge, die ist mit dem Diamantblatt bestückt, können wir die Sandsteinteile, die wir draußen aus dem Lager als Rohmaterial reinbringen,
exakt absägen. Und da werden wir halt hauptsächlich darauf achten, dass wir alles winkelgerecht und lotgerecht aussägen. Der Schnitt durch den Stein erfolgt in mehreren Durchgängen, je nach Dicke und Härte des Steins. So ist ein gerader Schnitt garantiert und der Motor der Säge überhitzt nicht. Also im Stein kann ich halt Dinge ausarbeiten, die in Zukunft Bestand haben können. Ich sage das jetzt bewusst vorsichtig. Wenn man als Bildhauer arbeitet, dann ist so ein Stück, eine Skulptur, die man schafft, ja auch ein Stück weit ein Kind von einem selber. Und man hofft, dass es so schön gelingt und so gut gelingt, dass es eben die Zeiten überdauert. Mit dem Winkelschleifer wird der Kante die erste grobe Form gegeben. Danach kommt die Feinarbeit mit dem Pressluftmeißel. Das Bauteil, das ich hier herstelle, das gibt eine Fensterbank. Das alte Stück haben wir schon entnommen auf der Baustelle. Und jetzt wird sie im Prinzip neu hergestellt mit der althistorischen Sandsteinbearbeitung. Das heißt Scharierung, und es kommt auch aus dem Mittelalter. Also die schon Jahrhunderte alt, diese Scharierung. Mit dem breiten Schariereisen werden parallele Streifen in den Stein gehauen. Das gibt dem Stein eine raue Oberfläche und damit wirkt er matter und heller. Früher wurden so Steine begradigt. Insgesamt hat das Team 31 neue Bauteile aus Sandstein gesägt und geklopft. Die werden nun gesetzt. Also zunächst mal muss ich schauen, ob unser Bauteil grundsätzlich mal passt. Man sieht ja, ich muss hier noch deutlich hochkommen, dass es oben sauber mit dem anderen abschließt und nachher die Übergänge hier stimmen. Und wenn dann alles passt, wird die Verankerung angepasst. Das sind 2 Löcher schon vorgebohrt. Die sieht man hier und hier. Die wäre dann hier entsprechend angezeichnet. Dann wird es mit einem Edelstahlgewindestift verankert. Das wird erst nachgearbeitet, wenn alles fest ist, und dann wird die Ecke quasi angepasst und auch die Bearbeitung entsprechend dann an die Ecke rangeführt. Genauso geht es hier. Das ist eine sogenannte Wiederkehr. Das heißt, es läuft hier im 45-Grad-Winkel dann ums Eck rum. Aber da mir die Teile immer mit ein paar Millimeter plus produziere, weil das kann sein, auf der einen Seite ist die Kante ein bisschen schräg zu der anderen und dann habe ich oben einen Überstand, unten passt. Und deswegen machen wir das immer ein bisschen länger, damit es wirklich nachher dann auch hundertprozentig passt.
Muss ich noch sauber machen und dann ist das Bauteil bereit zum Einbau. Selbst aus den Bohrlöchern wird der Staub sorgfältig entfernt. Staub ist wie ein Trennmittel. Das ist immer am Weg. Ich meine, wenn man es nass macht, ist es nicht mehr ganz so tragisch, aber es muss ja nicht mehr da sein als nötig. Andreas, ich wäre soweit. Dem Mörtel werden rote Farbpigmente beigegeben, damit er sich farblich an den Rotsandstein anpasst. Die Edelstahlverankerungen werden unter Verwendung eines Zwei-Komponenten-Klebers eingesetzt. Das Wässern muss sein, sonst zieht der Mörtel zu schnell an und der Stein kann nicht mehr so gut positioniert werden. Naja, eigentlich wird es sogar unmöglich. Wir machen 2 Sicherungsebenen, das heißt einmal mineralisch mit einem Mörtel, der quasi die Kapillarität vom Stein zulässt, aber zusätzlich noch die Verankerung im Stein, dass das Teil nie wieder runterkommt. Finger kannst du runterlassen, da ist genug Platz. So, das fühle ich gerade mal. Sagst mal, wie viel? Ja. Guckst du mal, wie es quillt? Wie sieht da die Fuge aus? Wie viel kann es noch? Ja, Geht noch was? ja. Überflüssiger Mörtel muss sofort entfernt werden, damit er nicht antrocknet. Ist das passiert, ist er nur noch mit Hammer und Meißel zu entfernen. Wenn dann der Mörtel angezogen hat, kann das Unterlegmaterial entfernt werden. Es geht zum nächsten Bauteil. Unterlegmaterial. Vorsichtig, fast schon zärtlich klopft Tobias den Stein an die richtige Stelle. Sehr zärtlich sogar. Wenn ich ihm nicht den Respekt, den er verdient, angedeihen lasse, dann bestraft er mich mit Bruch. Und das mag ich nicht. Wenn er dicker ist und schwerer, dann kann ich ein bisschen mehr klopfen und kann ein bisschen mehr geben. Wenn er richtig dick und groß ist, kann ich draufhauen. Aber so ein dünnes Blättle, das ist ein bisschen zickig. Das dünne Plättle hat die Zärtlichkeiten überlebt. Der nächste Tag. Auszubildende Dana Schiller wird das Bauteil in die gewünschte und vorgegebene Form bringen. Dazu markiert sie die zu entfernenden Teile und der erste Schnitt beginnt, wie so oft, mit dem Winkelschleifer.
Es gibt natürlich immer Ecken und Winkel, wo es dann wieder spannend wird. So wie jetzt bei der Balustrade, wo es halt dann auch Herausforderungen gibt von der technischen Seite. Wie transportiere ich das an? Wie ist die Tonnage vom Kran? Wie sind die Abstände zu Nachbargebäude oder irgendwelche Objekte, wo ich Probleme haben könnte? Wie baue ich dann das Alte aus, ohne dass jetzt da mir irgendwas runterfällt? Also da schlafe ich dann auch schon mal 2 Nächte nicht gut, weil ich das nimmt man mit. Und dann morgens weiß ich meistens, wie ich es dann mache. Der Morgen ist da und die Vorbereitungen für die Montage der neuen Balustrade beginnen. Die wurde in monatelanger Handarbeit in der Werkstatt gefertigt. Zuerst müssen die Fugen aufgeschnitten werden. So kann der Handlauf mit einer Art Wagenheber angehoben und die Seilschlaufe darunter geschoben werden. Aschen? Ja. So, jetzt. Der Kran kommt zum Einsatz. Immerhin wiegt ein Teil der Balustrade 245 Kilo. Moment, ich muss noch ein bisschen auslenken. So, ein bisschen wackeln. Jetzt ziehen wir noch einen Dübel. Eher zu mir her drücken. Ja. Er kommt. Ich setze mal drüber ab. Die Handläufe sind noch gut erhalten. Sie werden wiederverwendet und nicht durch neue ersetzt. Dübel aufsitzt. Dann sind wir gerade hochstellen. Stopp, nein, der sitzt auf dem Dübel. Jetzt geht's. Mein Gedanke früher war, dass die Kunst und das Handwerk das Hobby wird und die Technik und die Elektronik, also damals Elektrotechnik, mein Beruf. Und während dem Studium habe ich dann ganz schnell gemerkt, ich muss ein greifbares Ergebnis in meinen Händen halten können und habe dann eben gewechselt. Und ich bereue das nicht, das so gemacht zu haben. Ich habe halt einfach ein bisschen länger gebraucht, bis ich das kapiert habe, aber das war gut so. Vorsichtig werden die Steine der alten Balustrade nach innen auf den Balkon geworfen, damit sie niemandem auf den Kopf fallen. Also das Schöne an meinem Beruf ist wirklich aus dem puren Gedanke, aus dem Satz, aus dem Wort, was Begreifbares zu machen. Was du mit Händen anfassen kannst, was du mit deinen Augen anschauen kannst, was vielleicht Gefühle erzeugt. Und das ist eigentlich das, was am meisten Spaß macht an dem Beruf. Ja. Mit Bohren für die Verankerungen beginnt der nächste Tag. Doch bevor die neue Balustrade gesetzt werden kann, wird der Grundstein, also der unterste Stein, ausgebessert. Ja, danke. Da schauen wir einen Kratzer dann dazwischen. Mit Edelstahlklammern werden die Steine gegen das Herunterfallen gesichert.
Hält der neue Sandstein eigentlich länger? Er ist auf jeden Fall wesentlich besser als der letzte. Aber natürlich wird auch der irgendwann vergehen. Aber natürlich nicht im Zeitraum von 100 Jahren, sondern da haben wir halt längere Zeiträume. Weil der eben nicht diese Mergeleinlagerungen hat wie der andere Sandstein. Mit Wässern, Edelstahl, Anker und Mörtel wird die erste von insgesamt 2 Balustraden an den richtigen Ort gehievt. Dana Schiller beginnt schon mal mit dem Verfugen. Dann kommt die zweite Balustrade. Millimetergenau wird sie eingesetzt. Moment. Ja, Moment. Wie viel? Jetzt passt. Gut. Wieder Klammern. Verfugen. Und wässern. Denn die Handläufe müssen noch gesetzt werden. Der ist super. So, du guckst da in der Ecke. Ja. Andreas, du vorne. Ja, sieht ganz brauchbar aus. Wir bauen immer wieder auf die Steine unserer Vorgänger, sozusagen. Von dem her ist das beim Restaurieren immer ein Arbeiten mit Generationen vorher. Also Profil ist super so. Nee, das Profil sieht super aus. Besser hätte es nicht laufen können. Also es passt alles. Wir haben, klar, kleine Ungenauigkeiten beim Messen, das passiert immer mal. Aber wie man sieht, Sie sehen nichts. Eine gelungene Restaurierung. Stein für Stein. Alles Lose ist fixiert und ausgetauscht wurde, was nicht mehr zu retten war. Wenn dann das Gebäude einfach mal fertig dasteht und man dann sagen kann, okay, jetzt ist dann wieder mal Ruhe für die nächsten 40, 50 Jahre, das erfüllt einem dann schon auch mit einem gewissen Stolz. Und einfach auch das Gebäude wieder in altem, neuen Glanz zu sehen, das ist einfach auch ein schöner Anblick. Fasziniert dich Handwerkskunst genauso wie uns? Dann jetzt den Kanal abonnieren und keine Folge verpassen.